Amen. Amen. I'm sorry I'm late, Es tut mir leid, dass ich etwas verspätet bin. but it's really good to see all you again. Sehr schön, euch wieder alle zu sehen. We left halfway through a thought, Wir haben das letzte Mal aufgehört, wo wir noch mitten in einem Gedanken waren. so I want to try and refresh our minds, Ich möchte nun versuchen, dass wir uns wieder daran erinnern, but we will try and move fairly quickly. aber wir werden versuchen, da jetzt recht schnell hindurchzugehen. So we've been looking at the end of ancient Israel Wir haben das Ende des alten Israels betrachtet, to understand the end of modern Israel. um das Ende des modernen Israels zu verstehen. We spoke about God doing a work, Wir haben darüber gesprochen, dass Gott ein Werk vollrichtet, but he's going to do it in two parts, aber wer wird es in 2 Teilen machen? divided in 34 AD. Und dieser Schnittpunkt ist 34 nach Christus. Before 34, it's the Jews. Vor 34 geht es um die Juden Afterwards, it's the Gentiles. und danach die Heiden. We call that Das nennen wir auch the church die Gemeinde and the world. und die Welt. And that division line is 34 AD. Und hier diese Trennungslinie befindet sich im Jahre 34 nach Christus. So we line 34 AD up with the Sunday law, Und wir haben dann 34 parallel gesetzt zum Sonntagsgesetz. where the gospel goes to the world. An dem Punkt, wo das Evangelium zur Welt geht. And before the Sunday law, Vor dem Sonntagsgesetz God's focus is fixing or sorting out the problems in his own people. ist Gottes Absicht oder sein Fokus liegt auf seinem eigenen Volk, dass da die Probleme gelöst werden innerhalb seines Volkes. We know that he does that in two parts. Also wir wissen auch, dass er dies in 2 Teilen macht. So there's harvest 1 Es gibt da die Ernte Nummer 1, for Adventism, nämlich für den Adventismus, harvest 2 for Adventism. und auch die zweite Ernte für den Adventismus. And then at the Sunday law, Und nach dem Sonntagsgesetz oder am Sonntagsgesetz there's a harvest for the Gentiles. gibt es die Ernte für die Heiden At the close of probation, und am Ende der Gnadenzeit a harvest for the 144,000. die Ernte für die 144.000. So we have these 4. Wir erkennen hier also diese 4. Everyone remembers all of that. Ich hoffe, dass jeder sich daran erinnern kann. So if we were to bring this into our own line, Wenn wir nun versuchen, das in unsere eigene Linie zu bringen, what's this, Sister Sue Ellen? was wäre dann diese Wegmarke In our time. in unserer Zeit? That would be 2019. So Es this wäre is 2019. Right 2019. 2019, ja. Und diese Wegmarke? 2021. Panium, here. Panium 2021. Sunday law. Das wäre das Sonntagsgesetz. Close of probation. Ende der Gnadenzeit. so we're okay with that? Alles damit einverstanden? Brother Jim? In their line, end of ancient Israel, what's this way, Mark? In ihrer Linie, also am Ende des alten Israels, was wäre dann diese Wegmarke hier? Es wäre das Kreuz. Good. This Super. is the cross. Das hier ist das Kreuz. And this way, Mark? Und diese Wegmarke? Pfingsten. Pentecost. So there's 2 calls to the church, to the Jewish nation. Es gibt also 2 Rufe an die Gemeinde, an die jüdische Nation. Then they go to the Gentiles. Dann gehen sie zu den Heiden. Then who represents the Und 144,000? wer stellt nun die 144.000 dar? Sister Kathy. John. Es ist Johannes. Sister Catherine, do you remember that? Kannst du dich daran erinnern? Why is it John? Warum ist es Johannes? Because he was the last disciple. Er ist der letzte Jünger. He didn't get martyred. So he wasn't martyred? He's the last disciple living? Er wurde nicht getötet und es ist der letzte Jünger, der lebte. And what did Ellen White say about Patmos? Und was sagt Ellen White denn über Patmos? He came down. And Jesus came down.
Yes. dass Jesus herniederkam. She called it his second coming. Und sie hat es die Wiederkunft genannt. She calls it his second coming. Sie nennt es die zweite Ankunft. So we line the second advent with Patmos. Wir haben also die Wiederkunft mit Patmos zusammengelegt. Now we could look at this first group, Wir könnten nun die erste Gruppe betrachten, the disciples, nämlich die Jünger, and we could construct them like this. und wir könnten sie wie folgt aufzeichnen. Harvest 1, harvest 2, harvest 3. Und dann sagen Ernte Nummer 1, Ernte Nummer 2 und Ernte Nummer 3. But we're not going to construct our lines this way. Wir konstruieren unsere Linien nicht so. Why, Sister Aileen? Warum nicht? Chronological order? So können wir die Chronologie nicht erkennen. This shows us the chronological order. Das zeigt uns ja die chronologische Reihenfolge. So I agree that that's the point of drawing it this way. Das wäre der Punkt, warum wir es ja so zeichnen. Like which waymark is what, like you can compare and see when you have them, that you can, for example, see there is the close of probation and over the 2019, and we can see that 2019 is the close of probation. So we could squish the line of the disciples and we just put it in chronological order. Wir könnten also die Linie der Jünger hier etwas zusammendrücken und sie hier in chronologischer Reihenfolge aufzeichnen. Because their close of probation is not here, it's here. Denn ihr Ende der Gnadenzeit ist ja nicht hier hinten, sondern hier vorne. But we didn't draw the lines that way. We're not doing that here. Wir haben die Linie nicht auf diese Art und Weise gezeichnet, so wie hier. Why are we not drawing it this way? Warum machen wir es nicht so? In the neat chronological order, harvest 1, 2, 3, 4. In einer schönen chronologischen Reihenfolge mit Ernte Nummer 1, 2 und 3. It's a really boring, not prophetic answer. Es gibt eine sehr langweilige, nicht prophetische Antwort dafür. To be, just to be blunt, Um einfach jetzt mal hier blond zu sein. we just need more space. Wir brauchen mehr Platz. So we are here. Wir befinden uns hier. That's where we are in our history. Hier befinden wir uns in der Geschichte Between 2019 and 2021. zwischen 2019 und 2021. And I don't want this much of the board work to work with. Ich möchte einfach nicht nur den wenigen Platz von der Tafel haben. So we're taking this first group Deswegen nehme ich hier die erste Gruppe and we're just going to line it up underneath und wir werden sie jetzt nun hier unten zeichnen, so that we're lining up close of probation, sodass wir dann Ende der Gnadenzeit mit Ende der Gnadenzeit zusammen aufzeichnen, parallel zeichnen. We could say 2019, Daniel 12:1, Wir könnten sagen 2019 und Daniel 12, Vers 1, 2014, Sunday law. 2014 und das Sonntagsgesetz. Does that make sense? Macht das soweit Sinn? We looked at those two ways Wir haben diese beiden Art und Weisen betrachtet, to draw our lines. wie wir unsere Linien aufzeichnen können. Sister Aileen was the one that asked us to do it this way Und Aline hat gesagt, wir sollen es so machen, before the quarantine. vor der Quarantäne. And the reason I like this way is because I just want more board space. Ich mag es sehr gern, weil ich mag einfach auch mehr Platz an der Tafel haben. Elder permit. Was hier steht ITC, was bedeutet das? First temple cleansing. Das ist die erste Tempelreinigung. Is there a better movement way to write that? Because I don't know our shorthand. Gibt es da vielleicht noch eine bessere Art und Weise, I should probably just write it as it is. das abzukürzen? Vielleicht sollte ich es einfach ausschreiben. So we just remember what we're doing. Also, kurze Erinnerung an das, was wir gemacht haben. This is a line for the first group, the disciples. Das ist also die Linie für die erste Gruppe, für die Jünger. But instead of just squishing the lines and saying priests, Levites, Nethinims, Und anstelle, dass wir die Linien einfach nur zusammendrücken und sagen Priester, Leviten und Tempeldiener, we're focusing on the priests or the disciples, fokussieren wir uns nun auf die Priester oder die Jünger eben. and we're just stretching this line so it covers the whole board. Und dann verlängern wir die Linie, sodass es über die gesamte Länge des Whiteboards verläuft. We all okay with that? Können wir das soweit erkennen?
You look confused or troubled. No apostasy. Bist du glücklich? Ist das kein Abfall? So that's where we'd gotten to. Soweit sind wir gekommen. Yes? For me, 2019, Daniel 12:1. I didn't get it. You mentioned Kannst du gerade nochmal erklären, 2019 Daniel 12,1 For the priests, für die Priester? if we were to draw our waymarks, Wenn wir unsere Wegmarken zeichnen würden, forgetting about their line, modern Israel, vergiss also mal ihre Linie und jetzt schauen wir uns das moderne Israel an. this would be like the line of 144,000. Dann wäre dies hier oben wie die Linie der 140.000. And this would be the line of the priests, Und das hier wäre die Linie der Priester. the first group of Also the church. die erste Gruppe der Gemeinde. So when we do the first group of the church, Wenn wir uns die erste Gruppe der Gemeinde betrachten, our close of probation is 2019. dann ist das Ende der Gnadenzeit hier im Jahre 2019. 144,000, it's Daniel 12:1. Aber das Ende der Gnadenzeit für die 144.000 ist Daniel 12,1. So we were just orientating ourselves in the end of ancient Israel Wir orientieren uns nun am alten Israel, by reminding us of modern Israel. indem wir uns an das moderne Israel erinnerten. We have fractals, they have fractals. Wir haben Fraktale, auch sie haben Fraktale. We have church and world, they have church and world. Wir haben erst die Gemeinde, dann die Welt und auch sie haben erst die Gemeinde und dann die Welt. The church is called in two parts in our history. Die Gemeinde wird in unserer Geschichte zweimal gerufen It's called in two parts in their history. und auch in ihrer Geschichte wird die Gemeinde zweimal gerufen. So we're dealing with the very first. Wir betrachten nun die allererste Gruppe. And the priests in our history are the disciples of their history. Die Priester in unserer Geschichte sind die Jünger in ihrer Geschichte. Their close of probation is at the cross. Ihr Ende der Gnadenzeit ist am Kreuz Ours is at 2019. und unser ist im Jahre 2019. Then they go into their time of trouble Und dann treten sie in ihre Zeit der Trübsal ein, between the cross and Pentecost, zwischen dem Kreuz und Pfingsten, between 2019 and 2021, Raphia and Panium. zwischen 2019 und 2021, Raphia und Panium. Is that okay? Ist das soweit verständlich? So I don't want us to be focusing on our history, but we need to know where we are. Ich möchte nicht so sehr nun den Fokus auf unsere Geschichte legen, aber wir sollten verstehen, wo wir uns befinden. We'd finished with this big line. Wir haben die große Linie beendet We'd constructed the first dispensation for the disciples. und wir haben nun die erste Dispensation für die Jünger aufgezeichnet. We were into the second. Und wir waren bei der zweiten Dispensation. And that's where we took a little detour Und da sind wir dann einen kleinen Umweg gegangen, because this was taught in Brazil. denn das wurde in Brasilien gelehrt. And some people watched those presentations and they had a particular question I wanted us to look at. Und Leute haben diese Vorträge angeschaut und es gab da eine bestimmte Frage, wo ich wollte, dass wir sie betrachten. So we saw that the second angel arrived in 27 AD. Wir haben gesehen, dass der zweite Engel im Jahre 27 nach Christus angekommen ist. John, the first angel, had been doing his work. Johannes, der erste Engel, hat sein Werk vollbracht. Christ arrives Dann kommt Christus an, in 27. nämlich im Jahre 27. People can see him, Die Menschen können ihn sehen, but he hasn't yet begun his public ministry. aber er hat seinen öffentlichen Dienst noch nicht angetreten. He goes into the wilderness Er geht dann in die Wüste, for 40 days. und zwar 40 Tage lang. In that wilderness, In der Wüste there's no bread, gibt es kein Brot. there's no message. Es gibt keine Botschaft. At the end of that wilderness experience, Und am Ende dieser Wüstenerfahrung angels feed him. kommen Engel und geben ihm zu essen. So without going into that whole story, Um jetzt nicht die ganze Geschichte in der Tiefe zu betrachten, we identify that as the increase of knowledge. wir haben das als die Zunahme der Erkenntnis identifiziert. He's fed Er wird ernährt by the angels. durch die Engel. He's given bread, Ihm wird Brot gegeben, which is a message. welches eine Botschaft darstellt. He leaves the wilderness.
Er kommt dann aus der Wüste heraus and he goes to Cana. und dann geht er nach Kana. But the point we make about Cana Den Punkt, den wir in Bezug auf Kana is gemacht that haben, he's still not going to work. ist, dass er immer noch nicht an der Arbeit ist. His public ministry hasn't begun. Sein öffentlicher Dienst hat noch nicht begonnen. And why do we say his public ministry hasn't begun? Warum haben wir gesagt, dass sein öffentlicher Dienst noch nicht begonnen hat? Seine Stunde ist noch nicht gekommen. What's the verse for that, Sister Kathy? Welchen Vers gibt es dafür? Where are you going to? Wohin gehst du? 2:4. Johannes 2, Vers 4. John 2, verse 4. Johannes 2, Vers 4. So at Cana, In Kana, we'll remind ourselves of the story. erinnere uns nochmals an die Geschichte. There's a problem Es gibt ein Problem, at a wedding, nämlich bei einer Hochzeit. and Jesus' mother wants him to fix it. Und die Mutter von Jesus will, dass er dieses Problem behebt. And he says to her, Er sagt aber zu ihr, My time has not yet come. meine Stunde ist noch nicht gekommen. Mine hour is not yet come. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. So what we did, Was wir dann gemacht haben, we took that phrase, mine hour, wir haben diesen Satz, meine Stunde, genommen. and sometimes it's time, sometimes it's hour, Manchmal heißt es die Stunde, manchmal heißt es auch Zeit. but we paraphrased it. Aber wir haben es umschrieben. And what methodology did we use? Welche Methodik haben wir dafür verwendet? Did we do with this phrase? Was haben wir mit diesem Satz gemacht? We proof texted it. Wir haben es mit Belegtexten, So we stayed in the mit book of Texten John. belegt. Wir sind im Buch Johannes geblieben. We didn't need to go outside of John Wir mussten gar nicht außerhalb dieses Buches gehen, because it's this consistent phrase that John likes to use. denn das ist so ein Satz, der Johannes oft benutzt. In 2 verse 4, In 2 Vers 4 Jesus says, Mine hour is not yet. sagt Jesus, meine Stunde ist noch nicht gekommen. And we ask the question, what hour is that? Und wir haben uns dann gefragt, welche Stunde meint er denn? Does that make sense, Sister Aileen? Macht I das soweit haven't Sinn? lost you. So what hour is that, Sister Aileen? Welche Stunde meint er hier denn? Ist das die Wiederkunft? Second Advent? Brother Jim? That would be the starting of his ministry. Der Start seines Dienstes. And what's that way, Mark? Welche Wegmarke wäre das? First temple cleaning. So Brother Jim says first temple cleansing. Es wäre also bei der ersten Tempelreinigung. Sister Sue Ellen? What's his hour? Was meint er denn mit seiner Stunde? I think it's that too. I agree. I think Ich glaube auch, ich stimme damit überein. the first temple cleansing Die erste is Tempelreinigung. that when he starts his ministry. Da fängt er seinen Dienst an. So the hour is the start of his ministry. Also die Stunde bezieht sich auf den Beginn seines Dienstes. I thought so. So dachte ich zumindest. Sister Kathy? The cross? Oder ist es das Kreuz? Sister Catherine? Kreuz? Brother Wolfgang? Erste Tempelreinigung? Sister Dahlia, do you want to give one? Cross? Das Kreuz? Sarah? First Temple Cleansing? Did I miss anyone? We don't pick on each other in classes. So,
And he already knows what I think. So what we did then is took this phrase and we proof texted it through the book of John. Was wir dann gemacht haben, ist diesen Satz zu nehmen und durch das Buch Johannes Belegtexte zu finden. Where did we go to next? Welchen Vers haben wir dann als nächstes genommen? John 7 verse 6. Johannes 7, Vers 6. So we won't go through all of them to the same depth as last time because I think we will remember once we see them. Wir werden jetzt nicht durch alle Verse hindurchgehen, denn wenn wir jetzt anfangen, dann werden wir uns an das letzte Mal erinnern. Does anyone remember the story here? Because we went from the beginning of this chapter. Kann sich irgendjemand an die Geschichte erinnern? Denn wir haben damals bei dem Kapitel angefangen. Sister Kathy? I think this just in chapter 7, is that what you mean? Es geht hier um Kapitel 7. I think this is when his brothers, they're all going to the temple and they said, why don't you go and do things in public? And he said, my hour is not come. Es war die Begebenheit, wo er mit seinen Brüdern auf dem Weg nach Jerusalem war und seine Brüder dann gemeint haben, mach doch deine Werke in der Öffentlichkeit, aber er sagt dann, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Why do his brothers want him to go down? Warum möchten denn seine down to Jerusalem. Okay. Warum möchten denn seine Brüder, dass er They don't nach believe Jerusalem geht? They don't believe in him. Sie glauben nicht an ihn. So they're saying in verse 4, Sie sagen in Vers 4, if you can do these things, wenn du diese Dinge tun kannst, do it in front of the world, be open. dann dann offenbare dich doch der ganzen Welt. So you don't do this type of thing in secret. Mach es nicht im Geheimen oder Verborgenen. What type of thing? Welche Art von Ding? Miracles? Wunder? What else? Sonst noch etwas? What are his brothers wanting? Was wollen denn seine Brüder? They've already heard the rumors. Sie haben schon diese Gerüchte gehört. They've already known what people are saying about him quietly. Sie haben schon gehört, was die Leute über ihn im Geheimen sprechen. They know now about Cana, all of that. Sie wissen auch, was in Kana geschehen ist. They were likely to be there. Wahrscheinlich waren sie ja selbst dort. And after Cana, Nach Kana Jesus seems to be quiet, really quiet. scheint es so, dass Jesus wirklich sehr ruhig geworden ist. They're saying, if they are who people are saying you are, Und sie sagen dann, wenn du der bist, der die Leute sagen, dass du bist, stop hiding up here in Galilee. dann hör doch auf, dich hier in Galiläa zu verstecken. Down at Jerusalem is where everything major happens. Unten in Jerusalem, da geschehen all die großen Dinge. Just go down and announce who you are. Und jetzt geh doch hinunter und erkläre, wer du bist. Show yourself to the world. Zeig dich der Welt. Because in verse 5, Denn in Vers 5 they don't really believe he is who he says he is. heißt es ja, dass sie gar nicht wirklich glaubten, wer er wirklich ist. Or who the rumors are saying he is. Oder zumindest mal glaubten sie nicht an die Gerüchte. And in verse 6, In Vers 6 Jesus says, my time has not yet come, sagt er, meine Zeit ist noch nicht da. but your time is already here. Aber eure Zeit ist schon da. The world can't hate you, Die Welt kann euch nicht hassen, but it hates me, aber sie hassen mich. because I tell the world what it looks like. Denn ich bezeuge der Welt, wie es auszusehen hat. He says to his brothers, you go to the feast, Er sagt zu seinen Brüdern, na, geht ihr doch zu dem Fest, but my time is not yet fully come. aber meine Zeit ist noch nicht da. So in those 3 verses, 6 to 8, In diesen 3 Versen, Vers 6 bis 8, why is Jesus saying he can't go? was sagt Jesus hier? Warum kann er nicht gehen? Why is Jesus saying he can't go in these verses? Warum sagt Jesus, dass er in diesen Versen, dass er nicht gehen kann? The time is not fulfilled. Die Zeit ist nicht erfüllt.
But why? Warum nicht? Sounds like a time prophecy. Like a type. Because they hate him. Weil sie ihn hassen. So what are they going to do to him? Was würden sie denn mit ihm machen? Kill him. Sie würden ihn töten. They're going to want to kill him. Sie wollten ihn töten. So he says, my time hasn't come. Deswegen sagt er, meine Zeit ist noch nicht gekommen. They hate me. Sie hassen mich. So I can't go down to the feast. Deswegen kann ich nicht zum Fest runtergehen. So what is the time that he's referring to here? Auf welche Zeit bezieht er sich denn hier? Someone says the cross? Sister Eileen? Brother Jim? This is happening after the temple cleansing. So we're a little out of chronology now. Oh, that is after the temple cleansing? Yes. Okay. The temple cleansing happens later in chapter 2. Also hier in Johannes 7 befinden wir uns schon nach der Tempelreinigung. So we'll go back to chapter 2 to look at the temple. Nämlich die Tempelreinigung finden wir in Kapitel 2. Da werden wir nachher noch zurückgehen. Sorry? Just translate it. Anyone else want to give a suggestion? What is the hour in chapter 7? Möchte noch jemand hier einen Vorschlag geben? Um was geht es? Was ist denn diese Stunde in Kapitel 7? So we're going to come back to chapter 7. Wir werden gleich nochmals ins Kapitel 7 zurückkommen. We'll go to chapter 8, Wir gehen weiter ins Kapitel 8, 19 and 20. dort die Verse 19 und 20. It says how, again, they're trying to kill him, Hier handelt es wieder davon, wie sie versuchen, ihn zu töten. but they can't Aber sie können es nicht, because his hour is not yet come. denn seine Stunde war noch nicht gekommen. So what is that hour? Um welche Stunde geht es hier nun? I'll just put down the verses. Ich schreibe mal die ganzen Verse kurz hier hernieder. 8, 19 and 20, Kapitel 8, Vers 19 und 20, 12, 23 12, Vers 23 and 27, und Kapitel 27, 13 verse 1 13, Vers 1 and 17. und 17. And I've lost the verse for 17. Ich habe den 17 verse 1. 17, Vers 1. So those are the verses that we looked through. Das waren die Verse, die wir uns angeschaut hatten. And there is one verse missing because I think someone said they had 8. Und ich glaube, da fehlt ein Vers, denn jemand hat gesagt, dass er 8 It's hatte. back in chapter 7. So we're going to come back to chapter 7. Nämlich in Kapitel 7. Da werden wir gleich nochmal Yeah. dazu kommen. Yes. So they were right when they identified eight references. Er hatte also recht, als er gesagt hat, dass es da 8 Belegtexte gibt. But I want to come back to chapter 7. Ich möchte nachher nochmals auf Kapitel 7 zurückkommen. So we looked at chapter 8. Wir haben Kapitel 8 betrachtet. We come to chapter 12. Und dann gehen wir zu Kapitel 12. And what's the context of chapter 12? What's happening? Was geschieht denn im Kapitel 12? Was ist der Kontext? You can just go to the heading of that chapter. Geht einfach mal zur Überschrift dieses Kapitels. Simon's feast. Es ist das Fest des Simons. And what happens at Simon's feast? Was geschieht denn an diesem Fest von Simon? Jesus wird von Maria gesalbt. And she's anointing him for what? Und für was salbt sie ihn denn? His burial, because what's about to happen? For his
burial. Für sein Grab salbt sie ihn. Denn was steht denn nun bevor? Was geschieht? He's about to be arrested. Verse Ähm. 12 begins the triumphal entry. Er wird bald festgenommen. In Vers 12 lesen wir den triumphalen Einzug. So he's been anointed for his burial. Er wird also für sein Grab gesalbt und vorbereitet. The triumphal entry occurs from verse 12. Der triumphale Einzug tritt ab Vers 12 auf. We go down to verse 23, Und wenn wir dann zu Vers 23 kommen, and for the first time he's saying, "What about the hour dann sagt er hier zum ersten Mal, was denn über die Stunde? is come?" Hier sagt er, die Stunde ist gekommen. What hour is he referring to? Auf welche Stunde bezieht er sich hier nun? Auf seinen Tod. If we go into verse 27, Wenn wir dann noch weiter lesen und dann zu Vers 27 kommen, he says, "Father, save me from this hour." dort sagt der Vater, rette mich aus dieser Stunde. The title is "The Son of Man must be lifted up," Und der Titel ist hier, der Menschensohn muss erhoben werden. because he knows. If you go to verse 32, 33, Denn er weiß, wenn man dann weiter zu Vers 32, 33 geht, that lifting up, dass dieses Erheben he's signifying the crucifixion that's about to occur. bedeutet ja die Kreuzigung, die bevorsteht. So, in John 2, verse 4, In Johannes 2, Vers 4 he says, "The hour is not yet come." sagt er, die Stunde ist noch nicht gekommen. In 7, 6, In Kapitel 7, Vers 6 he says, "The hour is not yet," sagt er, die Stunde ist noch nicht. because if he goes to Jerusalem, Denn wenn er nach Jerusalem gehen würde, they'll try and kill him. würden sie versuchen, ihn zu töten. In chapter 12, 23, In Kapitel 12, Vers 23 he's approaching the crucifixion, naht er sich der Kreuzigung. and now the hour has come. Und jetzt heißt es, die Stunde ist gekommen. And it's a similar concept in chapter 13 and chapter 17. Und in Kapitel 13 und 17 ist dann ein ähnliches Konzept zu erkennen. That the hour has now come. Dass nämlich die Stunde nun gekommen ist. And this hour is what? Und diese Stunde ist nun was? In 12:23. In 12, Vers 23. The cross. Das Kreuz. So this is referring to the crucifixion, the death. Es bezieht sich also auf die Kreuzigung, auf seinen Tod. Gethsemane and the cross, the death. Auf Gethsemane und das Kreuz eben und den Tod. The other verses are saying something similar. Die anderen Verse sagen Ähnliches aus. So the hour is not yet, Wenn es also hier heißt, die Stunde ist noch nicht, not yet, noch nicht, not yet, noch nicht, not yet, noch nicht, is come, hier ist sie gekommen, the cross. nämlich das Kreuz. So this is what some people have been struggling with. Das ist etwas, womit Leute ein bisschen Probleme haben. Is the hour in all of these verses referring to the cross? Bezieht sich diese Stunde in diesen Versen alle auf das Kreuz? Thoughts? Gibt es Gedanken? Brother Jim? It is referring to the cross. Es bezieht sich aufs Kreuz. Don't back down on me, Brother Jim. You're the strong one last time before it ended. Well, the first one doesn't seem to be for me. Sister Sarah says she still thinks the first one is the temple cleansing. Also ich habe gesagt, der erste Vers klingt für mich immer noch nicht nach dem Kreuz, sondern mehr die Tempelreinigung, die erste Tempelreinigung. So I think Ich glaube, that chapter 7 is a really neat view into what he means by the hour. dass Kapitel 7 ein schöner Einblick gibt über das, was er mit der Stunde meint. If we were to go back to chapter 7, Wenn wir jetzt wieder zurück zu Kapitel 7 gehen, I want us to really think about what's happening here, ich möchte, dass wir wirklich darüber nachdenken, was hier gerade geschieht. even if we can try and reenact it, Auch wenn wir... Sehr gern. live it. Lasst uns versuchen, das ganze Geschehen zu empfinden, zu spielen. I might try to do that with Sister Sarah. Wir versuchen es vielleicht hier vorne vorzuspielen. So I'm going to be the brother. Ich bin der Bruder I'm going to say to Sarah, und ich sage nun,
Don't go to Lisbon. Sorry, go to Lisbon Geh nach Lissabon and be public. und zeige dich in der Öffentlichkeit. She wants to preach, Sie möchte predigen and I'm telling her, und ich sage zu ihr, go down to Lisbon. geh nach Lissabon, That's where everyone goes to preach. denn alle gehen doch dahin, um zu predigen. I have doubts about her. Aber ich habe Zweifel in Bezug auf sie. I want her to just be public, Ich möchte einfach nur, dass sie jetzt in die Öffentlichkeit geht. put an end to these rumors. Aufgrund der Gerüchte, die es über sie gibt. And Sister Sarah says, Aber Sarah sagt dann, the time isn't right for me to go to Lisbon. die Zeit ist noch nicht richtig, dass ich nach Lissabon gehe. Because if I go to Lisbon, Denn wenn ich jetzt nach Lissabon gehen würde, they're going to kill me or try to kill me. werden sie versuchen, mich zu töten. Does that make sense? Macht das soweit Sinn? She says, Tess, Dann sagt Tess, you go to Lisbon first. geh du doch als erstes mal nach They Lissabon. don't want to kill you Sie werden dich nicht töten, because you don't say bad things about them. denn du sagst ja nichts Schlechtes über sie. So you go down to Lisbon. Geh du mal nach Lissabon. Does that make sense? Macht das soweit Sinn? So I go to Lisbon, Dann gehe ich, Tess, also nach Lissabon, like she's told me to. so wie sie, also Sarah, ihr gesagt hat. And then what does Sarah then do? Und was macht Sarah dann? Verse 9, In Vers 9, his brothers go down to Jerusalem seine Brüder gehen nach Jerusalem and he stays in Galilee. und er bleibt in Galiläa. So I go down to Lisbon, Sarah's going to stay here. Also, ich gehe dann nach Lissabon und Sarah bleibt hier. In verse 10, Dann Vers 10. what happens? Was geschieht? He goes in secret. Er geht aber im Verborgenen. How can you go in secret? Wie kann man denn im Verborgenen hingehen? How do you go down secretly? Wie kann man im Verborgenen wohin gehen? I Du verkleidest dich? don't think they had a great array of options. Ich glaube, sie hatten nicht so viel Option. By yourself without telling everyone? Einfach allein, ohne dass du es jemandem erzählst. When Jesus was 12 Als Jesus 12 war and he went down, und er nach Jerusalem ging, how did they travel? wie sind sie denn gereist? Crowds. In Menschenansammlungen. Brother Jim? They walked Sie sind gewandert, sie sind gelaufen. as this family unit. Als diese Familieneinheit. Why aren't his parents worried about him? Warum sind seine Eltern denn nicht besorgt um ihn? They think he's in the crowd, in the group. Sie dachten, dass er sich in dieser Menschenmenge in der Gruppe befindet. He could be with his auntie War vielleicht mit seiner Tante or his great uncle oder mit seinem Großonkel, because they go down together. weil sie alle ja gemeinsam gehen. So what does it mean when it says he goes down secretly, not openly? Was bedeutet es nun, dass er im Verborgenen geht und nicht öffentlich? He's not going with the crowd. Er geht nicht mit der Menschenmenge. And what is the crowd? Was ist denn die Menschenmenge? His family, Seine Familie. just like when he was 12. Genauso wie als er 12 war. So he's telling his brothers, Er sagt also zu seinen Brüdern, you go ahead. geht ihr mal voraus. He's not going to travel down with his family unit. Er wird nicht mit seiner Familie gemeinsam dorthin reisen. So when he goes in secret, Wenn er also nun im Verborgenen geht, he's not taking all the back roads dann nimmt er jetzt nicht irgendwie die Schleichwege and putting on a fake beard. und macht sich einen gefälschten Bart ins Gesicht. He's separating himself from that family caravan. Er trennt sich von diesem Familienbund. Does that make sense? Macht das soweit Sinn? So we go back to our scenario. Gehen wir jetzt nochmal zurück in unsere Szene. Sarah tells me to go to Lisbon without her Sarah sagt mir, ich soll ohne sie nach Lissabon gehen, because her time has not yet come. weil ihre Zeit ja noch nicht gekommen ist. I go to Lisbon, Ich gehe nach Lissabon. and then what does she do? Und was macht sie dann? She comes to Lisbon. Sie kommt auch nach Lissabon. When Jesus goes to Jerusalem, Als Jesus dann nach Jerusalem kam, can he stay quiet? kann er ruhig bleiben? He can't help it. Nein, er kann es nicht zurückhalten. So he's going to speak, Er spricht
And then what happens? Und was geschah dann? Verse 28. Vers 28. He can't help but say who he is. Er kann es einfach nicht zurückhalten, um zu sagen, wer er ist. So in verse 28, In Vers 28 he cries in the temple. rief er im Tempel He says, "You know me. und sagt, ihr kennt mich. You know where I came from." Ihr wisst, woher ich bin. So we know those verses. I won't Wir, go ken into an explanation. wir kennen die Verse, deswegen möchte ich nicht so tief in die Erklärung reingehen. And then we have verse 30. Und dann kommen wir zu Vers 30. In verse 30, Vers 30. they try to kill him, Versuchen sie, ihn zu töten. but they can't. Aber sie können es nicht. Why? Warum nicht? Because his hour is not yet come. Weil die Stunde noch nicht gekommen war. So my question, Meine Frage, verse 6 Vers 6 says hour, heißt es die Stunde. and verse 30 Und in Vers 30 says hour. heißt es auch die Stunde. Are they the same hour? Bezieht sich das hier auf die gleiche Stunde? In Vers 6 it says my time, not hour. Verse 6? Verse 6 says time. Verse 30 says hour. Also in Vers 6 heißt es, meine Zeit ist noch nicht. Und in Vers 30 heißt es, meine Stunde. Are these referring to the same thing? Beziehen sich beide auf das Gleiche? Ja, sagt jemand? So, Sister Sarah, she's going to say to me, go to Lisbon. Sarah sagt zu mir, geh nach Lissabon. I can't go because if I go, they'll try to kill me. Aber ich kann nicht gehen, weil wenn ich gehen würde, dann würden sie versuchen, mich zu töten. My time has not yet come to go. Meine Zeit ist noch nicht gekommen, dass ich gehe. I follow her instructions, I go first. Und ich bin dann ihren Instruktionen gefolgt und deswegen bin ich als erstes That gegangen. would all make sense Das würde soweit Sinn machen, if she didn't then go to Lisbon. wenn sie dann nicht mir nachfolgt und nach Lissabon geht. Can we see that? Können wir das soweit sehen? She says, my time has not come. Sie sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen, 'Cause if I go, they hate me there. denn wenn ich jetzt gehe, dann würden sie mich hassen dort. So when does her time come? Wann kommt denn ihre Zeit? When you have left. Sorry? When you have left. After I've left. Nachdem ich Tess dann schon gegangen bin. When Jesus says in verse 6, my time is not come, Wenn Jesus hier in Vers 6 sagt, meine Zeit ist noch nicht da, but your time is come, aber eure Zeit ist da, he's saying, you go to Jerusalem, und da sagt er, geht ihr mal nach Jerusalem, but my time to go to Jerusalem is not yet. aber meine Zeit, um nach Jerusalem zu gehen, ist noch nicht. So they go to Jerusalem, Jetzt gehen sie nach Jerusalem and then Jesus' time comes to go to Jerusalem. und dann kommt die Zeit Jesu, um nach Jerusalem zu gehen. Not at the cross, but directly after, Nicht am Kreuz, sondern sofort danach. when he can travel in secret. Zu dem Zeitpunkt, wenn er dann im Verborgenen reisen kann. Does that make sense? Macht das soweit Sinn? So I'm just suggesting in verse 6, this time Ich schlage vor, dass diese Zeit in Vers 6 is not the cross. nicht sich auf das Kreuz bezieht. It would make sense to make it the cross Es würde Sinn machen, es das Kreuz zu machen, if he didn't immediately then go down to Jerusalem. wenn er dann nicht sofort danach selbst nach Jerusalem gegangen wäre. Does that make sense? Macht das Sinn? Verse 8, Vers 8. explain, Sister Kathy. In verse 8, it says, go ahead to the feast. I cannot go yet to the feast. In Vers 8 heißt es, geht ihr mal zum Fest? Ich kann noch nicht zum Fest gehen, For my time is not yet. weil meine Zeit noch nicht da ist. See, His time is not yet to go to the to go to feast. the feast, yeah. Seine Zeit ist noch nicht, um zum Fest zu gehen. So are we okay that these are not the same, referring to the same event? Sind wir in Übereinstimmung, dass das sich nicht alles auf das gleiche Ereignis bezieht? Verse 6 is the time to go to the feast. Vers 6 geht es hier um die Zeit, zum Fest zu gehen.
Verse 30, the time to die. Und in Vers 30 geht es um die Zeit zu sterben. Is that okay, Sister Catherine? Ist das verständlich? Sister Aileen? Brother Jim? Sister Sue Ellen? We're all Brother Wolfgang? So these two are not the same. Diese beiden sind also nicht das Gleiche. So we've immediately come to a problem Wir kommen also hier zu einem Problem with our proof texting. mit unserem Belegtexten. So when we go back to chapter 2, Wenn wir zurück ins Kapitel 2 gehen, I want us to think about what this is referring to. möchte ich, dass wir mal darüber nachdenken, auf was es sich hier bezieht. Because when we do proof texting, Denn wenn wir Belegtexten, we're saying that it's the same in every instance. dann sagen wir, dass es immer das Gleiche, egal in welchem Zusammenhang ist. Because what are we ignoring largely? Denn was ignorieren wir da groß? Context. Den Kontext. We're ignoring the context. Wir ignorieren den Kontext. So this is where proof texting starts to have a problem. Das ist der Punkt, wo die Belegtexte ein Problem aufweisen. If that hour is the same in every instance, we ignore the context. Wenn nun diese Stunde immer das Gleiche darstellen und wir den Kontext ignorieren, So in chapter 2, dann haben wir hier in Kapitel 2 at Cana, in Kana. what's the context? Was ist denn hier der Kontext? What does Jesus' mother want? Was möchte denn die Mutter Jesu? Public display Dass er sich öffentlich zeigt? of what? And I think Dass er sich zeigt, wer er ist? she wants confirmation for herself. Und sie möchte wohl auch Bestätigung für sich selbst. So she wants him to announce publicly who he is. Sie möchte also, dass er öffentlich sagt, wer er ist. Who does she think she is? He is. Was denkt sie denn, wer er ist? Messiah. Messiah? Der Messias? Brother Wolfgang, you had your hand up. Saying that he wants to, he should show his power. It's close to saying. Show his power. Ich wollte sagen, dass er seine Macht zeigen sollte. What does that power look like? Wie sieht denn seine Macht aus? What is she hoping for? Auf was hofft sie denn? Is it a miracle? Hofft sie auf ein Wunder? Dass er Wasser in Wein verwandelt? Why would she expect that? Warum würde sie das erwarten? Jesus has never worked a miracle before. Er hat ja bisher noch kein Wunder gewirkt. Why would she expect a miracle? Warum würde sie ein Wunder erwarten? Brother Wolfgang. That he is the Messiah. Weil die Mutter weiß, dass er der Messias ist. How to do that? Und er hat die Macht, das zu tun. Does she know that that power includes miracles? Weiß sie, dass diese Macht auch Wunder beinhaltet? When you've never seen one before Wenn du kein Wunder zuvor gesehen hast, in over 30 years. über 30 Jahre, Believe in what? glauben, aber an was glauben? Dass er die Macht hat? Why? Warum? Where would she have the expectation that he's a miracle worker? Woher hätte sie denn die Erwartung, dass er Wunder tun kann? What is she expecting, wanting him to do? Was erwartet sie denn von ihm, dass er tut? The same thing John expected and wanted him to do. Genauso ist es das Gleiche, was Johannes von ihm wollte, dass er tut. John did not teach this Messiah wandering around healing people. Er hat nicht den
er hat nicht den Messias gepredigt, der herumwandert und Menschen heilt. That upset him, that disturbed him. Das hat ihn sogar aufgeregt und etwas zerstört. Oder ja. She knows his birth is a miracle. Sie weiß, dass seine Geburt ein Wunder war. And then the prophecies about who he was to be. Und die the child. Prophezeiungen waren ja darüber, was er sein soll. So she heard about John the Baptist, Sie hat von Johannes dem Täufer gehört, his preaching. seine Predigten. She visited Elizabeth. Sie hat ja auch Elisabeth besucht. Sure, she heard about the baptism. Sicherlich hat sie über die Taufe gehört. So, and then he's been in the wilderness, so he probably doesn't look too good. Er war in der Wüste und dann danach scheint er wahrscheinlich nicht ganz so Maybe he gut was ausgesehen refreshed. zu I haben. don't know. Vielleicht war er aber auch erfrischt, ich weiß es nicht. So it just seems to me that the things that she's had in her heart, she's wanting him to do something to show who he is. Und ich glaube, das, was sie im Herzen trug, war, dass er sich nun endlich zeigt, wer er wirklich ist. I agree. Da stimme ich mit überein. What I want us to think about is what she's expecting Him to that to do. look like. What would Und that look was like? ich jetzt möchte, worüber wir nachdenken, ist, was waren denn ihre Erwartungen, wie das dann aussieht? You mentioned she would know of the sermons of John, Denn du hast ja erwähnt, dass sie wohl die Predigten des Johannes kannte. and she thinks the same as John. Und sie denkt auf die gleiche Art und Weise wie Johannes. What is John teaching? Und was lehrte Johannes? What is he telling everyone to expect? Was sagte denn jedem, was sie erwarten sollten? Because John was disappointed by this miracle worker. Denn Johannes war enttäuscht von diesem Wunderwirker. That's not who he expected. Das war nicht derjenige, den er erwartet hat. Sister Sue Ellen? I was just thinking maybe she just expected him to take things in hand and put them in order and rectify the situation, and maybe Vielleicht hat she sie thought erwartet, that dass er die Dinge in die Hand nimmt und diese Dinge in Ordnung bringt. he could make somebody go get some more wine or something. Oder dass er jemanden dazu bringen kann, dass er mehr Wein bringt. So she's expecting this level of authority. Sie erwartet also eine gewisse Ebene der Autorität. So you see that in some parents. Und man sieht das auch in manchen Eltern. They feel their child is destined for greatness, Sie denken, dass ihr Kind für Größe bestimmt ist, so they keep pushing them to the front, sodass sie das Kind immer nach vorne drücken, wanting other people to notice them, damit dann andere auch wirklich ihr Kind sehen. wanting that child to be forced into a position where it has to do something. Dass das Kind dann quasi in eine Position reingedrängt wird, wo es auch etwas darstellt, Take charge. Verantwortung übernimmt. So she's pushing him forward, Sie drückt ihn also auch nach vorne. and we have no indication that she's expecting a miracle there. Und wir haben eigentlich keine Anzeichen, dass er erwartet, dass sie von ihm Wunderwirken erwartet. The miracles surprised and disappointed John. Die Wunder haben Johannes überrascht und auch enttäuscht. That wasn't the Messiah he was expecting, nor Mary. Das war nicht der Messias, den er erwartet hat. Auch Maria hat ihn so nicht erwartet. We can go to the Desire of Ages, Wenn wir zum Leben Jesu gehen. but I want us to understand that through the concept of it, without the quote. Ich möchte aber, dass wir das Konzept verstehen, ohne das Zitat selbst. She thinks the same way John does. Sie hat die gleichen Gedanken wie Johannes. And we read the quotes of John. Wir haben die Zitate über Johannes gelesen. He's in prison, Er befindet sich im and his Gefängnis. disciples come to him, Und als seine Jünger zu ihm kamen saying Jesus is wandering among the people, und sagen, ja, Jesus geht da bei den Leuten umher doing things like turning water into wine. und er macht sowas wie, dass er Wasser in Wein verwandelt. And that really shakes John's confidence. Und das hat
das Vertrauen des Johannes wirklich gerüttelt. because that's not what he expected to see. Denn das war nicht das, was er erwartet hat, dass er sehen würde. So we have this story in the Desire of Ages, Wir finden die Geschichte im Leben Jesu, 147, im Englischen auf Seite 147. chapters 2 to 4. Das sind die Kapitel 2 und 3. So I find this first sentence very interesting. Ich finde den ersten Satz sehr interessant. Which paragraph? In paragraph 2. Im Abschnitt 2. Do we have it in German? Is there a different... Ja, LJ LJ 132. 132, Also point 2. paragraph 2. Also im Deutschen ist es auf Seite 132, Abschnitt 2. The words, "mine hour is not yet come," point to the fact that every act of Christ's life on earth was in fulfillment of the plan that had existed from the days of eternity. Die Worte, meine Stunde ist noch nicht gekommen, wiesen auf die Tatsache hin, dass jede Handlung Christi auf Erden in Erfüllung des Planes geschah, der schon von Ewigkeit her bestanden hatte. So when he says, "mine hour is not yet come," Als er also gesagt hat, dass seine Stunde noch nicht gekommen ist, reminding us erinnert uns, that there is this plan. dass es da diesen Plan gibt. And in this plan, Und in diesem Plan there are how many acts? gibt es wie viele Akte? Is it just one act? Gibt es da nur einen Akt? In the sentence, In diesem Satz? is it just one act? Ist es da nur ein Akt? Eine Handlung? Every act. So there's Sondern multiple jede. acts. Jede Handlung. Wie heißt das denn beim Theaterstück? Das sind doch Akte. So when he says, "mine hour is not yet come," Wenn er also sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen, what is he saying? was sagt er denn da? There's an act that needs to be done, Da gibt es eine Handlung, die getan werden muss. and the time isn't perfectly right Und die Zeit ist noch nicht perfekt, to perform that act um diese Handlung zu vollbringen. according to the plan that we formed before. Gemäß dem Plan, den wir zuvor schon geschmiedet haben. So when he says the time's not yet, Wenn er also sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, each one of these acts must happen perfectly on time. jede dieser Handlungen muss zur perfekten Zeit geschehen. It's not just this one act down here that has to be on time. Es geht hier nicht nur um diese eine Handlung hier hinten, die zur rechten Zeit geschehen muss. Does that make sense? Macht das soweit Sinn? Each act must come right on time, Jede Handlung muss genau zur rechten Zeit kommen. at the right hour. Zur richtigen Stunde. Before he came to earth, the plan lay out before him, perfect in all its details. Bevor Jesus auf diese Erde kam, lag der ganze Plan in allen Einzelheiten vor ihm. But as he walked among men, he was guided step by the Father's will. Als er aber unter den Menschen wandelte, wurde er Schritt für Schritt von dem Willen des Vaters geleitet. So this is step, Das sind also Schritte, another step, weitere Schritte, another step. Schritt nach Schritt. He did not hesitate to act at the appointed time. Er zögerte nicht, zur bestimmten Zeit zu handeln. With the same submission, he waited until the time had come. In dem gleichen Gehorsam wartete er jedoch auch, bis seine Zeit gekommen war. So this is the right time. Das ist also die richtige Zeit. These all have to happen at the right time, each act, each time. Jede Handlung, jede Zeit musste zur bestimmten Zeit dann auch vonstatten gehen. It's not all this one that must happen right on time, Es ist nicht nur das hier, das zur rechten Zeit geschehen muss. or at the right hour. Oder auch die richtige Stunde. So when we proof text hour or time, Wenn wir also nun Zeit und Stunde belegtexten, the problem is dann liegt das Problem we don't know what act it relates to. darin, dass wir gar nicht wissen, auf welche Handlung es sich bezieht. It can't all be this act, Es kann nicht immer sich auf diese Handlung beziehen. because this act, Denn diese Handlung, when he goes to heaven, wenn er dann in den Himmel auffährt, happened 40 days after this.
geschieht dann 40 Tage danach. There was a perfect time for the ascension. Es gab diese perfekte Zeit für die Himmelfahrt. So this hour had to be right. It had to coincide with the act. Diese Stunde musste dann also, war die perfekte Stunde, wo dann auch die Handlung geschehen musste. Does that make sense? Macht das soweit Sinn? So he says, "Mine hour hasn't come," Er sagt also, meine Stunde ist noch nicht gekommen, because every act needs to come at its right place, location. denn jede Handlung muss zur rechten Zeit an der richtigen, zur rechten Zeit kommen. The last sentence of that paragraph Und der letzte Satz dieses Abschnittes says, "With the same submission he waited until the time had come." heißt es, in dem gleichen Gehorsam wartete er jedoch auch, bis seine Zeit gekommen war. In saying to Mary that his hour had not yet come, Jesus was replying to her unspoken thought. Indem Jesus der Maria sagte, dass seine Stunde noch nicht gekommen sei, antwortete er auf ihren unausgesprochenen Gedanken. To the expectation she cherished in common with her people. Auf die Erwartung, die sie gemeinsam mit ihrem Volk hegte. She hoped that he would reveal himself as the Messiah and take the throne of Israel. Sie hoffte, er würde sich als Messias offenbaren und in Israel den Thron besteigen. But the time had not come. Doch die Zeit dafür war noch nicht reif. Not as a king, but as a man of sorrows and acquainted with grief, had Jesus accepted the lot of humanity. Nicht als König hatte Jesus hatte das Schicksal der Menschen geteilt. Nicht als König, sondern als Mann der Schmerzen und vertraut mit Krankheit. But though Mary had not a right conception of Christ's mission, she trusted him implicitly. Aber obwohl Maria von der Sendung Christi nicht die richtige Vorstellung hatte, So vertraute sie ihm blind. we'll come to that part. Zu diesem Teil werden wir noch kommen. So why is Mary pushing him forward? Warum drückt ihn Maria nun nach vorne? You see this a lot in history. Das erkennt man oft in der Geschichte. The first thought that comes to my mind Der erste Gedanke, der mir in den Kopf kommt, is the old stories I've heard about the European monarchies. sind die alten Geschichten über die europäischen Könige. But you see it just happen around you. Aber wir sehen es auch um uns herum geschehen. A parent says, Ein Elternteil sagt, "My child is a really good teacher." mein Kind ist ein wirklich guter Lehrer. So it's going to push the child Also wird er nun das Kind nach vorne drängen, out to the front dass er vorne steht. and say, "Tell them what you know." Und dann sagen, na, erzähl mal, was du weißt. We do that even with little ones. Das macht man oft auch schon mit sehr kleinen Kindern. We say, Und wir sagen, "My child has learnt some words." mein Kind hat schon Worte gelernt. So we sit them in front of everyone Und so setzt du ihn dann vor alle hin and hope that they'll speak. und hoffst, dass er dann auch wirklich spricht. Usually at that point they decide not to. Und meistens dann genau an dem Punkt entscheidet sich das Kind nicht zu sprechen. But what Mary is doing is trying to push Christ out to the front. Was Maria hier versucht, ist, dass sie Jesus nach vorne His brothers drückt. don't have faith in him, Seine Brüder haben kein Vertrauen und kein Glauben an ihn, but they're doing the same thing aber sie machen genau das Gleiche. because Jesus isn't trying to be famous. Denn Jesus versucht ja nicht berühmt zu sein. So they're going to push him out. Sie versuchen ihn nach vorne zu drängen. They have a different motive, Sie haben ein anderes Motiv, but they're doing the same thing. aber sie machen genau das Gleiche. And when Mary pushes him forward, Und wenn ihr hier als Maria ihn nach vorne drängte, same thing that the brothers do. das Gleiche, was auch die Brüder taten, It's the same thing Judas does, ist auch das Gleiche, was Judas getan hat. but they do it for different motives. Aber alle machen es aus verschiedenen Beweggründen. Judas was trying to push Christ out to the front Judas hat versucht, Jesus nach vorne zu drängen, and put him in a situation um ihn in eine gewisse Situation zu bringen, where he's forced to be the type of Messiah they're expecting, a king. in der er dann gezwungen ist, in einer Situation zu sein, die ihren Erwartungen entspricht. So Mary's hoping he'll reveal himself as the Messiah and take the throne. Maria hofft, dass er sich als Messias offenbart und den Thron besteigt. That's why she's pushing him to take leadership roles. Deswegen versucht sie ihn zu drängen, damit er diese führende Position einnimmt. Does that make sense? Ist das so verständlich? Macht das Sinn? So she's saying he needs to reveal himself as the Messiah. Sie sagt also, er muss sich als Messias offenbaren.
Jesus says, Und Jesus sagt, it's not time to reveal myself as the Messiah. es ist noch nicht die Zeit, dass ich mich als Messias offenbare. Is that okay? Ist das soweit verständlich? They have different expectations of what that looks like. Sie haben verschiedene Erwartungen, wie das dann genau aussieht. But she wants him to reveal himself. Aber sie möchte, dass er sich offenbart. He responds to her unspoken thought Er antwortet auf ihre unausgesprochenen Gedanken, and says, it isn't time for me to reveal myself. indem er sagt, es ist noch nicht die Zeit, dass ich mich offenbare. When did he reveal himself as the Messiah? Wann hat er sich denn als Messias offenbart? Sister Aileen. I'm not sure. Ich bin mir nicht sicher. In John? Finden wir das auch in Johannes? Ja, wir finden es auch in Johannes. So when does he reveal himself as who he is? Wann offenbart er sich als denjenigen, der er ist? Not other people saying, not John saying this is who he is. Nicht, dass jetzt andere Leute sagen, zum Beispiel Johannes, aussagen, wer er ist. Mary knows that what John has said. Denn Maria kennt ja, was Johannes gesagt hat. She wants Christ to say it, Sie möchte, dass Christus es sagt. that he's the Messiah. Dass er der Messias ist. When does he show his authority? Wann zeigt er seine Autorität? Sister Catherine. Temple cleansing. In der First- ersten Tempelreinigung? First temple cleansing. Hier in der ersten Tempelreinigung. Brother Jim? What about when he talked with Nicodemus? Was ist denn, als er mit Nikodemus sprach? Where's that? Wo befindet sich das? Chapter 3. Das ist in Kapitel 3. Chapter 3? What verse are you looking at? An welchen Vers betrachtest du? It isn't Sag- a thorough study, I'll tell you. Ich habe gerade erst angefangen zu lesen. So we'll keep with your concept, Uh-huh. and I don't disagree with you. Bleib bei deinem Konzept. Ich stimme mit dir. Disagree? Yeah, like 3 Ich- verse 3. Ich stimme mit dir überein. I'm not saying he doesn't show who he is there. Ich sage jetzt nicht, dass er da nicht auch zeigt, wer er ist. But John chapter 2, Aber Johannes Kapitel 2 verse 16, in Vers 16 really from verse 13, oder eigentlich wirklich von Vers ist 13 an. same chapter just after Cana. Es ist das gleiche Kapitel. Es ist direkt nach Kana. Jesus goes to Jerusalem. Jesus geht nach Jerusalem. He sees them buying and selling in the temple. Er sieht, wie sie kaufen und verkaufen im Tempel. He's going to make a type of whip. Und er macht hier so einen kleinen Tumult. And he goes into the temple Und er geht in den Tempel rein and says, get all of these things out. und sagt, tragt all das hinaus. This is my father's house. Das ist das Haus meines Vaters. And Ellen White says, Ellen White sagt, divinity flashed through humanity. dass die Göttlichkeit durch die Menschlichkeit hindurch erschien. So when does he announce his arrival? Wann tut er also seine Ankunft offenbaren oder verkünden? I believe it's the first temple cleansing. Ich glaube, dass es hier an der ersten Tempelreinigung ist. That's where he makes the step, Das ist der Punkt, wo er den Schritt macht. not what John or others are saying about him. Nicht das, was Johannes oder andere über ihn sagen. He goes into the temple Er geht in den Tempel and he tells them all what to do. und er sagt ihnen, was sie zu tun haben. He tells them who the temple belongs to, Er sagt ihnen, wem der Tempel eigentlich gehört. takes control of that temple, Und er nimmt die Kontrolle über den Tempel and his divinity flashes through. und seine Göttlichkeit zeigt sich. He's made the public announcement of who he is. Er macht eine öffentliche Kundgebung, wer er ist. Brother Wolfgang. My thoughts are Messiah is connected to reconciliation between humanity and God. And this is at the cross and not on some actions of Jesus.
Meine Gedanken sind dazu, dass der Messias derjenige ist, der Versöhnung zwischen dem Menschen und Gott macht, und das sehe ich am Kreuz und nicht irgendwie durch irgendwelche Aktionen und Handlungen. I don't think I understand. Ich glaube, ich verstehe nicht ganz seine Aussage. Messiah is a reconciliator between God and humanity. Der Messias ist ein Versöhner zwischen Gott und der Menschheit. If he did these miracles, it was not reconciliation. Und durch sein Wunderwirken war es noch keine Versöhnung. So why any of this? Warum dann aber all das darf? Why not just come down, die, go back? Warum denn dann einfach nicht nur auf die Erde kommen, sterben und zurück? If the Fertig. whole point of everything is only this. Denn wenn der ganze Punkt von allem nur das hier ist, nur das Kreuz. Because the steps before show even more that he is great and has power. Denn die Schritte zuvor zeigen ja, dass er der Große und der Mächtige ist. People don't see greatness, they don't see power. Und die Menschen sehen jetzt nicht unbedingt Größe und Macht. Pharisees don't see power. When Die you Pharisäer raise a sehen dead ihre Macht nicht. person, this is power. Wenn man eine tote Person wieder auferweckt, das ist doch Could have just größte Macht. arisen here himself in front of everyone. Er hätte ja auch einfach auferstehen können vor jedem. Just do one grand act. Das wäre eine große Handlung gewesen. He raised people from the dead that arose with him here. Er hat ja hier auch Leute aus dem Tode auferweckt. Es waren Leute, die mit ihm auferstanden sind. But we want to be precise on every word. Yeah? We check the Bible. We want to read it different. And Messiah is not connected, how I see it, with miracles. Das Wort selbst, wir fokussieren uns auch oft auf das Wort, was das Wort genau bedeutet. Und so wie es ich sehe, ist der Messias nicht mit Wundern in Verbindung zu setzen. That's the problem Mary has. Das ist genau das Problem, das auch Maria hat. That's John's problem in prison. Das ist das Problem von Johannes im Gefängnis. He never taught a Messiah that would work miracles. He taught a king. Er hat niemals gelehrt, dass es einen Messias gibt, der Wunder wirkt, sondern er hat gelehrt, dass er ein König ist. The Messiah looked different to what they expected. Der Messias sieht anders aus, als sie erwartet hatten, dass er aussieht. Because they think, Denn sie denken, just take the throne. nimm einfach doch nur den Thron ein. Even if they have a different idea, just do what you came to do. Auch wenn sie eine andere Idee hatten, komm doch einfach und mach das, weswegen du gekommen bist. What John doesn't understand Was Johannes nicht versteht, is why all this wasted time. warum verschwendest du denn die ganze Zeit? It's not just that he's not taking the throne of Israel. Es geht nicht nur darum, dass er den Thron von Israel einnimmt. He knows for months Jesus is wandering from town to town preaching. Er weiß, dass Jesus seit Monaten herumwandert von Stadt oder von Dorf zu Dorf und predigt. But despite that, Aber davon abgesehen, what is Mary expecting? was erwartet denn Maria? For him to announce himself as who he is. Dass er offenbar verkündet, wer er wirklich ist. So she says, Sie sagt also, announce who you are. sage, wer du bist. She's not saying complete the process and go defeat Rome. Sie sagt jetzt nicht, er soll den ganzen Prozess machen und die Römer besiegen. She knows those things will happen. Sie weiß, dass diese Dinge dann folgen oder dann auch geschehen werden. She hopes that he will reveal himself as the Messiah. Sie hofft, dass er sich als den Messias offenbaren wird. To reveal himself as the Messiah Und dass er sich überhaupt als Messias offenbaren kann, doesn't require the overthrow of Rome muss er nicht die Römer besiegen. for her Zumindest mal in ihrem at Cana. Gedanken. An diesem Punkt in Kana. All he has to do is at Alle- Cana, Alles, was er tun muss, ist, dass er an Kana is reveal who he is. offenbart, wer er ist. And he is the Messiah. Denn er ist ja der Messias. So when does he reveal himself as who he is? Wo ist der Punkt, an dem er sich selbst als denjenigen offenbart, der er ist? It's not at the cross. Es ist nicht am Kreuz. If it's at the cross, it's far too late. Denn am Kreuz wäre es viel zu spät. Because Judas
Denn Judas has already rejected who he is. hat schon längst verworfen, wer er wirklich war. Judas rejected the Messiah before the cross. Judas hat den Messias vor dem Kreuz verworfen. If that's when he's to be recognized as the Messiah, it's far too late. Wenn das der Punkt ist, wo er als Messias erkennbar ist, dann ist das viel zu spät. They had to accept who he is Sie mussten annehmen, wer er ist, at the beginning, not at the end. nämlich am Anfang und nicht am Ende. And when does he reveal himself? Und wann zeigt er sich? Wann offenbart er When sich? he's in the temple Als er im Tempel war and he cleanses it, und ihn reinigt and divinity flashes through humanity. und die Göttlichkeit durch die Menschlichkeit hindurchblitzt. Is that okay, Brother Jim? Sister Soweit Kathy? gut? So, this is the problem we have with proof texting. Das ist das Problem, das wir mit dieser Belegtextmethode haben. There's different steps, different acts throughout his life here. Es gibt hier verschiedene Schritte, verschiedene Handlungen durch sein ganzes Leben hindurch. Each one comes connected to time. Und jeder dieser Handlungen ist in Verbindung mit einer Zeit. You could call that time the hour, Man kann es auch Zeit oder Stunde nennen, but they aren't all the same act. It's not all the cross. aber das sind nicht alles die gleichen Handlungen. Es ist nicht alles nur das Kreuz. So we went to chapter 7 So sind wir zum Kapitel 7 gegangen and we showed that time und haben aufgezeigt, dass diese Zeit, was right, not at the cross, but in verse 8. dass diese Zeit nicht richtig war, dass es nicht das Kreuz war, sondern dann in Vers 8, The time was right for him to go to Jerusalem dass dann die Zeit kam, dass es die richtige Zeit für ihn war, um nach Jerusalem zu gehen. in secret behind his family, Im Geheimen, hinter seiner Familie. because we're taking it back to the context. Denn hier haben wir es zurück in den Kontext gestellt. So we went back to John chapter 2 Und dann sind wir zurück in Johannes 2 and gegangen we look at the context. und haben auch dort den Kontext betrachtet. Mary says, announce who you are. Maria sagt, offenbare dich, wer du wirklich bist. Jesus says, you have a wrong idea of what that looks like. Und Jesus sagt, du hast ein falsches Verständnis davon, wie das aussieht. And despite that, Und nichtsdestotrotz, it's not even the right time to announce who I am. es ist noch nicht einmal die richtige Zeit dafür, dass ich offenbare, wer ich bin. But if you kept reading in the Desire of Ages, Wenn man dann im Leben Jesu weiterliest, it's to honor her faith er macht es dafür, um ihren Glauben zu ehren and to strengthen the faith of his disciples, und auch den Glauben seiner Jünger zu stärken, that he performs his first miracle. dass er hier sein erstes Wunder dann auch vollbringt. If you were to go to the Cambridge Bible for schools and colleges, Wenn du zu dieser Bibel für die Cambridge Bibel für Schulen und Colleges gehst, it speaks about this, da spricht es hier darüber, about the use of my hour and his hour in the Gospel of John. spricht es über meine Stunde und meine Zeit im Evangelium des Johannes. They say that in John it depends in each case on the context. Und hier sagen sie, dass es im Buch des Johannes in jedem Fall vom Kontext abhängt. There cannot here be any reference to his death. Es kann nicht alles auf seinen Tod bezogen werden, Rather, the hour is for the manifesting of his glory. sondern die Stunde bezieht sich auf die Manifestation seiner Herrlichkeit. This exact moment was still in the future. Und der exakte Moment dafür war immer noch zukünftig. He refuses to do at Cana Er verweigert es, zu Kanaan zu machen, that which he does soon after, aber er macht es dann sehr bald danach. which confirms the meaning here given to hour. Und das bestätigt dann die Bedeutung, die er für die Stunde gegeben hat. So this hour Diese Stunde also is the first temple cleansing. ist die erste Tempelreinigung. Mary says, announce who you are. Maria sagt, verkündige, wer du bist. Jesus says, too soon. Und Jesus sagt bald. I formed a plan with my father. Oder noch nicht. Ich habe nämlich einen Plan mit meinem Vater gemacht. We decided the exact right moment for every step. Und wir haben den exakten Moment für jeden einzelnen Schritt entschieden. And then time for that step has not come yet. Und der Schritt die Zeit für diesen Schritt ist noch nicht gekommen. He's referring to this one, not this one. Er bezieht sich auf diesen Schritt und nicht auf den anderen. If Mary had what she expected,
Wenn Maria das hätte, was sie erwartet hätte, you might say over here, dann würde sie hier sagen, he defeats Rome. dass er Rom besiegt. But she's not even expecting that. Aber das erwartet sie noch nicht einmal. She's just saying, announce who you are. Sie sagt einfach nur, verkündige, wer du bist. And that's what he does at the temple. Und das ist das, was er dann im Tempel macht. Any final thoughts or Gibt es noch Gedanken? questions on that? Brother Jim? That wasn't a hand. You're good? Okay. If you kneel with me, we'll close in prayer. Lasst uns zum Gebet niederknien. Dear Father in heaven, Lieber himmlischer Vater, thank you for our blessings. danke für die Segnungen. We know that we live in a difficult time, Wir wissen, dass wir in einer schwierigen Zeit leben. but we know that you've given us the lines to help us understand it. Aber wir wissen, dass du uns die Linien gegeben hast, die uns im Verständnis helfen. To navigate it correctly. Dass wir richtig durch die Geschichte hindurch führen. I pray that you will bless our study of them. Und ich bitte dich, dass du diese Studien segnest. In Jesus' name, In Jesu Namen. amen. Amen.